45 Jahre Gastronomie. Brot, Senf, Curry, Zwiebel mit Petersilie. Normal, gell? Okay, ja. Sonst was eh. Die werden vorblanchiert und dann sieht man natürlich das Schöne in der Mitte, dass die Danke, ciao! Sofort verzehrt? Genau, ja. Nein, doch wieder rein, gell? In den 50er Jahren für sich die Bosner gemacht. Praktisch zum Essen. Servus Alfred. Servus. Servus. Servus aus Hamburg. Servus. Ja. Bin seit 45 Jahren Gastronomie, mache ich Gastronomie und bin jetzt in Pension und jetzt habe ich dieses kleine Geschäft. Weshalb jetzt ausgerechnet Bosner? Ja gut, das Bosner... Weil also, ist das jetzt es gibt also ganz ursprünglich laut Wikipedia hat ein Bulgare in Salzburg in den 50er Jahren für sich die Bosner gemacht. Das war so seine Jause. Und das hat den Leuten so gut geschmeckt. Dann hat er diesen kleinen Laden, was ich vorher gesagt habe, dieses Balkangrill in der Getreidegasse, also das ist auch im Zentrum, in der Fußgängerzone, aufgemacht und das gibt es seit den 50er Jahren. Das muss man sich vorstellen, das sind jetzt fast 80 Jahre, also 75 Jahre. Und ich war in der Schule in Salzburg, wie vorher gesagt, und beim Militär und wir sind immer zu dem Bosner essen gegangen, weil das ist so ein kleiner Snack und ja. Aber ich mache nur die Fritten noch dazu, weil diese belgische Art sind dicker geschnitten, deswegen so ein bisschen größer mit den Soßen etc. Und das mögen halt die Leute auch. Ja. Dicke Freunde. Dicke Freunde, ja. Genau. Ja. Ich arbeite nur mit lokalen Produkten. Hier habe ich eine kleine Metzgerei, das ist die Firma Blank in Dauer, also ein Familienbetrieb als Metzgerei. Dann habe ich für das Brot eine kleine Bäckerei, auch in der Altstadt, da hat der Enkelsohn übernommen also wir sind komplett regional. Und die anderen Sachen natürlich Zwiebeln und das macht man sich ja sowieso selber. Guten Morgen! Brauchst du gerade sagen, gell? So, meine Lieben, jetzt schauen wir da mal. Ein super Produkt aus Vorarlberg, der sogenannte Lustenauer Senf. Ich gebe ein ganz wenig Ketchup, und zwar für die Süße. Das ist ein Curry, auch eine Top-Qualität in der Nähe von Salzburg. Und regionale Bratwurst. Die regionale Bratwurst, die Bosner. Dicke Freunde. Dicke Freunde. Ja. Kein Ketchup. Ganz original, gell? Es ist so Gewohnheit. Danke dir. Lass es schmecken. Ciao. Der für euch seine, gell? Oder? Ja. So. Der Versuch. Danke dir, ja. Danke. Wie? Pommes auf Sahne. Sicher, das
Ja. Wenn dann schon alles. Okay. Achso, hast du jetzt zwei Ränder. Das ist gut. Passt schon. Ist, Also die ist. oh, alles klar. Habe ich es missverstanden? Ja, ich habe gerade geschätzt, das ist was gut. Hier ist auch zwei. Danke dir. Eine würzige, Cool, das ist das hier so. ein extra Fach. Cool. Machen wir so, du steckst mal Ah, ein. ja, Ist ja feiner zum Essen, gell? danke. Sehr gut. Ciao. Danke, ciao. Also in die Bosna gehört immer eine Bratwurst. Oder auch eine Bockwurst. Nein, keine Bockwurst. Keine Bockwurst. Das ist eine Bosner, die ein eigenes Rezept hat. Sie ist ähnlich wie die Nürnberger, aber natürlich ein bisschen länger vom Okay. Gewicht her. Und viele wollen eine Einspänner, Damen wollen oft nur eine Wurst hinein, weil sie einfach ein bisschen mehr Brot wollen. Nürnberger ist ja Aber normal klassisch so ist- kurz, oder? Nürnberger, oder? Nürnberg sind noch kürzer, Ja. ganz genau. Aber sagen wir, von der Machart sind sie nicht unähnlich. Ja. Kommt Aber ein vom bisschen Geschmack? Vom Geschmack, genau, kommt ein bisschen weniger Mayo ran und die sind so, diese Bosner Würste. Ja. Okay, verstehe. Die bestehen aus Schweinefleisch und Rindfleisch. Der Bosner ganz klassisch ist Weißbrot, Ja, dieses Bosnerbrot, Bosnerbrot, getoastet, getoastet. wie du Ja. gesehen hast. Dann kommt hinein ein bisschen Senf, Mhm. Curry und Zwiebel. Mhm. Den Ketchup, das mache ich immer nur, weil ich finde, dass diese leichte Süße vom Ketchup mit dem Zwiebel und mit dem Petersilie einfach gut schmeckt. Also, aber viele Leute sagen, ich will kein Ketchup, mögen sie kein Ketchup, ist kein Problem. Das machen wir so, wie der Kunde das will. Ja? Aber klassisch heißt Brot, Senf, Curry, Zwiebel mit Petersilie. Das ist der ganz klassische. Und Senf, den verfeinerst du ein bisschen? So ein Nein, bisschen den auf Senf, eigene da Art? habe ich eine Manufaktur aus Vorarlberg, der heißt Lustenauer Senf. Ja? Der ist bei uns so ein kleiner Produzent, aber er macht eine Top-Qualität. Und der ist, Den habe ich Senf auch. ist gut für Ja, die der- Bosner, ja, kleine Bosner. und der Curry, ich meine, es gibt natürlich auch Unterschiede. gibt es einfach Unterschiede. Ja? Ja, Qualitativ, das ist von der Firma Spice World, kann man ruhig sagen. Das ist in der Nähe nördlich von Salzburg und das riecht man schon. Also diese Qualität, das riecht man schon. Ja? Und ich will einfach eine Top-Qualität Bosner, haben, genau. ganz fertig, ganz einfach. Das ist ja, nicht so kompliziert, aber ich finde, man soll ordentliche Produkte vornehmen, und zwar von hier und nicht irgendwelche Industrie hergestellt. Oder? Bitteschön. Dankeschön. Danke dir. Ciao, ciao. Das heißt, so richtig macht das gar keinen Sinn, zu experimentieren, zum Beispiel außer Zwiebeln noch andere Gemüse zu nehmen. Zum Beispiel, Dann ist ich es weiß kein nicht. Bosner. Hä? Dann ist es kein Bosner mehr. Ah, okay. Du kannst natürlich alles reingeben, klar. Das ist, aber dann wäre es eigentlich kein Bosner mehr. Aha, okay. Ja? Ich finde so, man sollte immer diese Grundsachen Nicht verändern. lassen. Ja? Okay. Wenn der Italiener kommt und er möchte immer etwas sagen, dann sage ich immer, das sind Spaghetti, eine Bolognese ohne Bolognese. Ja? Das ist, es soll das Originalrezept bleiben. Okay. Ja? Okay. Ja? Wenn man das, also ich, ist meine Meinung. Ja? Das ist das gleiche wie mit dem Wiener Schnitzel. Ja.
Es gibt ein Grundrezept und das soll man einhalten. Ja? Ob man es abwandelt, wenn man es abwandelt, ja okay, das ist jedem überlassen, aber so. Da habe ich ein bisschen vorgegrillt, damit es dann für die Kundschaft schneller geht. Schmeckt Wiener Schnitzel in Wien zum Beispiel etwas anders als hier im Westen? Na, wenn man es original macht, natürlich nicht. Okay. Ja? Machen wir das hier original? Ja, schon. Ja, okay. Es gibt schon ein paar Gasthäuser, Die machen das. machen das. Ja. Also das ist natürlich Kalbfleisch, nicht? Am besten von der Nuss oder vom Frikandot. Nicht so dünn ausgeklopft. Ich finde, das soll fast einen Zentimeter dick sein oder ein bisschen weniger. Dann natürlich die Panade. Ja. Ganz wichtig ist, dass Sie gute Brösel verwenden und dann herausbacken in Butterschmalz. Das ist das Geheimnis und zwar in der Pfanne und nicht aus der Fritteuse. Weil die Fritteuse hat dann natürlich ein Pflanzenöl und die meisten machen es aus der Fritteuse so, aber das schmeckt besser mit Butterschmalz. Butterschmalz ist das Geheimnis eines Wiener Schnitzels. Ja. Okay, und wenn jetzt in der Fritteuse auch Butterschmalz wäre? Ja, das habe ich, aber du hast das Problem, dass die Brösel zu schnell verbrennen. Ja? Und in der Fritteuse kannst du mit der Temperatur, weil Schnitzel ist auch eine Temperatursache. Etwas heißer hineinlegen, dass es kurz aufschäumt und dann musst du mit der Temperatur ein bisschen zurückgehen. Das Butterschmalz hat die Angewohnheit, die fängt ein bisschen zum Schäumen an, wenn man die richtige Temperatur hat. Die richtige Temperatur kann man schon ausprobieren mit einem Tupfer Ei. Dann sieht man, wenn du das hineingibst, das muss aufschäumen. Ganz gut. Dann hast du die richtige Temperatur. Dann gibst du das Schnitzel hinein und dann schaltest du ein bisschen zurück, aber das fängt sofort zum Schäumen an, ja, am Rand. Und das ist das Auge. Und man möchte es nicht glauben, sogar hier brauchst du die richtige Temperatur vom Griller. Das ist alles so ein bisschen ein Handwerk, sagen wir so. Ja? Okay, ja? verstehe. Ja. Und die Zwiebeln müssen die eingelegt sein oder frisch? Die sind frisch. Frisch. Die sind frisch. Da habe ich einen Spezialhobel. Die mache ich so, dass die frisch geschnitten ist. Zwiebel ist immer wichtig, geschnitten, nie gehackt oder sonst was. Immer mit einem scharfen Messer oder mit einer scharfen Klinge. Das ist das Wichtigste bei Zwiebeln. Sonst fangen sie zum Weinen an. Wenn sie scharfe Messer haben, werden sie nicht weinen. Aber wenn sie nicht scharfe Messer haben, dann drücken sie den Saft und das reizt die Augen. Aha. Das ist ganz wichtig. So, die werden nur eingeschnitten. Den Brille aufsetzen. Hilft, oder? Hilft schon, aber wenn es scharf, dann scharf gar ist nicht. scharf ist das Optimale. Der Bosner. Ja. Ja. Die Kopie des Bosners. Ja, der Originale ist ein netter Metzger in Salzburg. Das ist die Firma Walter. Also das eigene Produkt. Und ich habe mit ihm gesprochen, also ganz nett. Und Das heißt, wenn die da so 70 Jahre ansässig sind, dann machen das schon die Kinder? Ich glaube, er hat es von einem anderen übernommen. Ja, also ursprünglich, wie gesagt, es war ein bulgarischer Herr. Verstehe. Verstehe. Und dann, ich weiß nicht, wie lange der das gehabt hat. Ich glaube, man kann es nachlesen auf Wikipedia. Wir haben mittlerweile natürlich viele Stammkunden, Gott sei Dank. Und viel Tourismus auch. Das ist auch lustig. Ja, das ist wunderbar. Besser geht's ja nicht. Also, Ja. Top-Leistung. Ja, man kann immer, Wie gesagt, einfach wichtig ist, sauber arbeiten, gute Produkte, ein bisschen nett zu den Leuten. Einmal darf ich? Bist du so nett? Servietten habt ihr schon? Haben wir aus, ja. Danke. Wir sind halt die Old Fashion, ein bisschen Plauderei, ein bisschen Sprechen, ein bisschen den österreichischen Schmäh
Was? Österreicher was? Schmäh. Schmäh? Der Schmäh, der kommt aus Wien, der Schmäh, der Wiener Schmäh. Na, also ich finde, das ist wie Schnack oder? ja, ein bisschen so, dass man einfach mit den Leuten ein bisschen spricht, oder? Okay. Dass man, Österreichisch ich danke dir. Schmäh. Geht's dir so? Gut, danke. Guten Hunger. Ein Mann, ein Rezept. Ein Mann, ein Rezept, ja. Ja, es sind so die einfachen Sachen, sind ja oft einmal die besten, Ja? oder? Und die Fritten? Hattest du die von Anfang an, die dicke Freunde? Sind das so belgisch oder? Ich war natürlich in Brüssel, haben mir das alles angeschaut und so weiter. Und die dicke, glaube ich, die Belgier machen es teilweise mit 11 mm, wir haben hier 13 mm. Das ist, finde ich, noch besser, weil das Gefühl der Kartoffeln natürlich. Ich danke dir. Ja. Die schmecken dann auch so richtig nach Kartoffel, oder? Die schmeckt einfach richtig nach Kartoffel. Ja. Aber das ist natürlich auch wieder, es ist bei der Kartoffel nicht, Kartoffel ist ein Naturprodukt, ist ein feuchtes Wetter, hat sie mehr Wasser, weniger Stärke, da muss man halt immer, die werden vorblanchiert. Die werden vorblanchiert und dann sieht man natürlich das schön in der Mitte, dass die sind schon fast durch, aber sie brauchen noch ein bisschen. Aber das ist das Gefühl ein bisschen. Oder ein bisschen Farbe am Anfang. Hey, hallo! Hasta luego! So. Ja, einmal so, einmal so, dann ist anders. Das heißt, einmal sagen wir so, einmal Fritten, einmal Bosna. Ja. Einmal Bosner mit 2 Genau, einmal Bosna mit 2 und einmal Fritten. und einmal Fritten. Mit welcher Soße? Was empfiehlst du denn? Andalus am besten. Ist ein bisschen die würzigere. Ja. Passt das? Ja. Also hier, wir machen ungefähr ca. 300 Gramm. Siehst du, wie das duftet? Gibt schon Geruchsfernsehen? Nein, gibt es noch nicht, gell? Hoppala. So, ist auch praktisch zum Essen. Einmal die Vorspeise. Super, danke schön. Bitte serviert, hab's genommen. Danke. Wichtig ist natürlich auch, dass man das gut abtropfen lässt. Meersalz habe ich. Und dann die berühmte Tüte. Also man kann mit Das ist- Mayonnaise, Also wir haben jetzt 4 Soßen hier, Mayonnaise, Ketchup natürlich, das wollen natürlich die Kinder. Und dann habe ich eine Cocktailsauce und eine Andalus, die ist ein bisschen eine würzige und die stellen wir selber her. So. So, mein Lieber, geht so. Ja, perfekt. Serviette hast du? Ja. Schau, danke Guten dir. Hunger. Dankeschön. Lass es dir schmecken. Danke. Ciao, ciao. Ciao, Mahlzeit. Da hat mir das nie gefallen, dass die Soßen immer über die Pommes kommen. Ja? Das heißt, oben viel Soße und unten Gar für die nichts. hast du nichts mehr. Ja? Gut, es gibt so kleine Portionsschälchen natürlich, das kann man Ja. sehen. Und ich habe dann diese Tüten da entdeckt, die eben hier das Extrafach haben.
Und Ja, das finde ich cool. natürlich eine tolle Sache. Ja? Stäbchen dazu, dann ist das eine super Sache. Und du kannst entweder nachholen etc., ist ja egal. Aber dann hast du nicht die Soße über den Pommes. Ne? Und dann Kann man jede einzelne. kann man jede einzelne Tupfen, ne? eintupfen und kann man das verspeisen. Toll, ja. Das ist eine österreichische Firma, was das macht. Ja? Das habe ich bis jetzt nicht gesehen. Ja, leider. ich weiß, ich habe auch lange gesucht. Ja? Ja. Ich habe schon, in Belgien habe ich eine Firma gesehen, die haben extra so ein kleines Fach, eine kleine Tüte noch extra drauf, aber es ist zu kompliziert. Das ist natürlich fein. Ne? Dann machst du die Pommes rein, klappst das auf, gibst die Soße rein, picobello. Ja, das stimmt. Ja. Grüß dich, Servus. Servus. Blungauer. Ja, sicher. Bitte. Stimmt Das das, heißt- dass es bei dir Bosner gibt? Die Besten. Bis ich nicht mehr kann. Echt? So lang. So lange. Ja, bevor es nicht mehr kannst, Okay. hätte ich gerne eine. Einmal, Und zweimal. Nein, und ich nur Pommes frites bitte. einmal Pommes frites, einmal Und ich Boden. kriege auch noch Pommes frites. Welche Soße schmeckt sehr für die Pommes? Mayo, Ketchup, kommt das aus anderes? Ich habe nur Salz. Nur Salz. Geht alles. Für die Pommes leite ich, gell? Ja, der Batterie. Achso, die Pommes leiten uns. Achso, ja, super. Und 16, gell? Die dauern gerade einen Moment. So, oder? Servus. So, oder? Vorspeise ist schon da. Ja, danke dir. Nimmst du gleich Servietten? Du hast keine Soße. Einmal ohne. Das darf man mitnehmen? Ganz sicher, weil es fein ist zum Essen. Vielen Dank. Danke. Das ist so. Dann genießen wir das jetzt. Einmal zum Sofortverzehr, gell? Genau, ja. Und einen Pocket ein, gell? Ja, super. Serviette nimmst du? Hast du schon? Mal schauen, dass nichts rausrennt, gell? Danke dir. Servus. Schmeckt's da? Sehr gut, Gott. Das ist schon vorbei. Ist schon erledigt. Und das seit 20 Sekunden. Die kann ich auch schon 20 Sekunden. Das ist ja ärger als wir bei Vitamin C. Da war der Lunga, muss schnell essen, weil der Kimpel gleich die Quere noch hat. Dann alles erledigt. With completely local products, you know, and so. Yeah. Thank you. There's a napkin over there. Ja.
mit Cocktail. Please. You can join a table. This is no big problem. Yeah, If okay. you want to. Yep, perfect, thank you. Thank you. Enjoy it. Ich meine, die Kaffeehauskultur, in Italien gibt es keinen verlängerten, so wie bei uns. Der verlängerte ist ja bei uns die Menge eines kleinen Kaffees auf eine große Tasse. Darum heißt er verlängerter. Ja. Das verstehe ich nicht. Man nimmt ungefähr zwischen 9 und 10 Gramm ist ein guter Kaffee. 8, 9, 10 Gramm pro Kaffee. Bohnen? Bohnen, die Bohnen. Also die Menge der Bohnen in Gewicht 9 bis 11 Gramm? 9 bis 10 Gramm. 8 vielleicht ist auch noch ganz gut. Pro Tasse. Pro Tasse. Dann ist Kleine wichtig Tasse. die Mahlung. Aha. Der Italiener macht es feiner wie in Österreich. Das dürfen wir nicht so. Wir dürfen nicht so fein mahlen wie die Italiener. Dann das Rösten vom Kaffee. Der Italiener röstet dunkler wie der Österreicher. Was kann man noch dazu sagen? Aber Kaffees rösten ja nicht selbst. Also die Kaffees rösten ja nicht selbst. Nein, die bekommen das von einer Firma. Ja? Ja, okay. Ja, das ist klar. Aber allgemein meinst du jetzt erstmal von... Genau. Okay. Ja, also und dann der Wasserdruck. Das ist ganz wichtig. Es sollte nicht, glaube ich, was ich weiß, um die 20 Sekunden sollte der über die Maschine laufen. Nicht länger. Wenn er länger läuft, dann gibt es, im Kaffee sind Gerbsäuren. Wenn sich die Gerbsäuren lösen, die machen den Kaffee bitter und eigentlich ungesund. Darum ist der italienische kurze Kaffee, der kurze schwarze Kaffee, nicht ungesund, sondern der ist einfach, da kommen nur die Kaffeearomen heraus, aber es kommt keine Gerbsäure heraus. Also wenn ich den Kaffee zu lange über die Maschine laufen lasse, dann ist das eher schlecht für den Magen, als wenn ich es kurz mache. Und der Espresso ist halt der kleine. Ja? Und je feiner, dass du den Espresso machst, desto langsamer rennt er durch, aber es soll nie über 20 Sekunden sein. Grüß Gott! So. Danke dir. Danke dir. Schönen Nachmittag. Ebenfalls. Ciao, Danke. Servus. Ciao. Ciao. Bitte. Wir kriegen bitte zweimal Bosner Ja, mit einem oder mit zwei? mit einem bitte. Beide mit einem? Also, nachher beide mit zwei. Beide mit zwei? Nach einem. Also, okay. Also zwei mit eins. Oder? Nein, das passt schon. Einmal So, zwei. einmal zwei. Machen wir es so. So. Der junge Herr will Spezial. So. Ohne Zwiebeln. Nein, ohne Zwiebel, jawohl. Bisschen. Spezialposener, gell? Das kommt auf YouTube unter Hungrige Stadt in ungefähr 5, 6 Wochen. Mal schauen. Bei Ihnen darf ich was sein, oder? Da haben wir so. So. Jawohl. So, bitteschön. Nein. Serviette haben's da, Ja, gell? Dankeschön. Ich sag danke. Bitte, ciao. Bei den Pommes ist wichtig, eben, dass man es hört, dass sie schön schwimmen.
Man hört, dass sie ein bisschen singen. Das werden wir jetzt gleich probieren. Ja. Also, die Pommes müssen singen. Die müssen singen. Ja, ja, höre ich, ja. Hörst du? Ja. Ja. Das ist wichtig. Sie singen zum Verzehr. Ja, genau. Jawohl. So. Ja. Grüß euch. So, da. Ich klopfe oft mal darauf, weil dann höre ich, es muss ein bisschen dumpf klingen, so ein bisschen, dann weiß ich, dass es innen auch, dass es fertig ist. So. Aha, verstehe. Das ist so wie beim Brot. Wenn man beim Brot draufklopft, dann weiß man, wann es durchgebacken ist. Wenn es hohl klingt, dann ist es gut. So, da. Fertig. Er will keine Zwiebel, der junge Herr. Arme Fritten, was machst du für Sauce? Schau, Mayo, Ketchup, Cocktailsauce oder Andalus? Mayo und Ketchup. Machen wir. Ja, ich Leute. Ohne. Was für ein Einsatzkopf? Mit Schubschrauber, bitte. Ja. Der Rest ist gemütlich. Danke. Ich komme gleich wieder. Kein Problem. Strudel gehört ja auch zu Österreich. Strudel. Ja, Strudel. Klar. Strudel, ja. Der Strudel. Der Strudel ist eigentlich ist der einfachste Teig. Es ist eigentlich nur Mehl und Wasser, eigentlich. Ein bisschen Öl vielleicht. Das ist der Strudelteig. Und der Strudel wird immer meistens falsch gemacht, weil es wird viel mit Blätterteig gemacht, damit der höher ist. Aber der Original Strudelteig ist nur, der gehört ganz dünn, der gehört so dünn, damit du eine Zeitung durchlesen kannst. Ach, wirklich? Eigentlich, ja. Das ist der Das ist Original-Strudel. ja öfters so wirklich so Das ist so dünn, das kannst du oberen so, Schichten ne, meistens. durch die Stärke vom Mehl kannst du ja das, und Mehl und Wasser ist ja wie ein Kleber, kannst du das komplett auseinanderziehen, ganz dünn, ein bisschen Butter drauf, Zucker, Zimt, Äpfel, Rosinen, wenn man will, eindrehen. Bitteschön. Okay, number 2? Number 2, Yes. 1, 4. 4. Yes. Solo hay un tipo de salchicha. Solo hay un tipo de salchicha. Es lo típico, mira todo lo que lo preparan. No, maestro, Lara ya chupó todo esto. Se me hace espectacular esto, güey. Ya chupó todo esto. Espectacular 4. Y las semanas van a poner No chupe. Hombre, eso, compadre, de eso se ve, güey. So, number 1. Alfred, so we are from Mexico. You're from Mexico. Yes. That's far away, huh? Far away. Dile a papi que te diga, So, First, I'm gonna tell you. No ketchup. no ketchup. This one. Onion? Yes. Curry? Little bit curry? Yes, everything. Okay, no ketchup. Just no ketchup. Okay, fine. Con nada.
welcher Soße darf ich Ihnen das machen? Bitte Mayo und Cocktail. Ja, tschüss. Gibt's wieder was trinken, oder? Die Frau, das ist genau. So, mein Lieber. Vielen Dank. Dankeschön. Danke sehr. Bitte. Danke.